geht einfach, zuerst sucht man mal einen Stamm, was relativ ostfrei ist. Ne? Das ist einmal wichtig, weil jetzt Astel, was drinnen ist, ist ein Loch in der Schäfer. Ne? Das ist ja schlecht. Er soll einmal ostfrei sein. Dann das zweite Kriterium ist einmal der Durchmesser, nicht zu klein und nicht zu groß. Da soll das passende Moos sein. Und nachher schaut man, ist er gerade gewachsen, wie schaut die Rinden aus, ist das alles sauber, ist er gerade gewachsen, hat er keine Einwölbungen drinnen, ist der Stamm ziemlich gerade, dann sagt man auch, er hat immer ein gutes Wachstum gehabt, aber nicht schnell. Und dann, wenn man so schaut, die Rinden, so wie da oben, ist ein langsames Wachstum, das sagen die Rinden, das ist auch ein Kriterium, dass er ja fein gewachsen ist. Und wenn das so stimmt, dann kann man umschneiden. Oft sagt man, ja, der Milch hat normal gehen. Das heißt, das Rindenbild soll auch gerade runterlaufen, ne? Dass Ja, genau. kein Drehung zu sehen ist. Ne? Dass er ja nicht Draht ist und dass die Schuppen, so wie da sind, schön, so wie die sind, ein bisschen grau, schon. Das ist ein Zeichen, dass er langsam gewachsen ist. Und das ist maßgebend, dass er ja langsam gewachsen ist. Dass kein Ost nichts drinnen ist, sauber, ne? Da hat er schon einen Riss um, wo er sich nachher gut klirren lässt. Dann werden da mal grob die Miesel vorgeklauben und dann halten wir weiter, ne? Bis die Schäfer fertig da sind. In Trinken holt auch. In dem Bereich sich das Holz nicht spalten lässt, fällt das sowieso weg. Wenn dann, man hat es schon gesehen, wenn das dann in diesen Teilsegmenten aufteilt ist, dann klebt man das in etwa da weg. Schauen aussetzen. Ja? Jetzt muss ich aber schon so umgehen, gell? Ja, sehr gut. Was vielleicht noch ist, also die Breite kann da zwischen 8 und 12 cm variieren. Also man soll nicht zu breit werden. Bei den Schorschintel aus Lärchenholz kann man dann breiter werden, aber bei den Schiefer soll man zwischen 8 und 12 cm in etwa. Je länger die Schintel zu machen sind, umso schwieriger ist es natürlich. Wenn ich nur 30er Schintel klebe, dann ist es wurscht, weil dann auf 30 springt es gleich einmal. 60 ist schon ein Problem, also bei 80 wird es schon noch schwieriger. Gell? Dass man auch wirklich so ein schönes Holz hat, dass das wirklich schön gerade wird. Alles, gell? Der nächste Arbeitsschritt ist das Entrinden der sogenannten Miesel. Das tut man deswegen, weil ja beim Dachdecken selber dann ja die Außenseiten vom Schindel ja dabei bleibt. Nicht so wie bei den anderen Schindeln, wo das eigentlich wegkommt. Und deswegen muss man das wirklich sauber entrinden, dass man nicht zusätzliche Fäulnis am Dach produziert, weil das relativ leicht verrotbar ist und sonst der Fall dann das am Dach erwartet.
Dann soll man halt schauen, dass das wirklich komplett glatt ist. Also wir sagen halt zu dem Waldsam dazu, dass direkt die letzte Schicht vom Holz ist, dass das wirklich alles herunten ist, dass wirklich ganz reines Holz da ist. Und jetzt sieht man jetzt ganz genau, warum auch das Holz grün sein soll, also ganz frisch sein soll, weil wenn das jetzt da auftrocknet, dann bringt man die Rinden fast nicht mehr runter. Bindleisen kann auch ruhig ein bisschen schwerer sein, weil vor allem wenn man dann nachputzen muss, Späne oder so, dann zieht es einfach. Das ist schon neu gemacht, das ist eben da geschweißt, das Federstahl. Und zum Aufschlagen hat man den sogenannten Schindelschlägel. Wir schauen halt immer, dass wir relativ hartes Holz erwischen. Zum Beispiel das ist jetzt da ist Zwetschgenbaumholz aufgeleimt, weil die Zwetschge sehr stabil, sehr fest, sehr hart ist. Und ein gewisses Gewicht hat, weil der Schlägel soll schon ein gewisses Gewicht haben, weil sonst muss man gar so oft aufhauen, wenn er zu leicht ist. Die Schindelgas, die Größe ist individuell eine gewisse Breite, also so 80, 90 Grad soll er sein. Länge ist egal, die kann kürzer sein, sie kann auch länger sein. Länger ist insofern besser, weil vor allem wenn man allein klebt, meistens hat man noch einen zweiten gegenüber. Dann wird immer andrückt, aber wenn man allein klebt, ist die Länge besser, weil dann kann man es mit zwei Fichtenrundling beschweren. Kann es da so einklemmen quasi. Und da kann ich andrücken dann. Also wenn sie so grob sind wie da, dann brauche ich noch nichts drucken. Da geht er durch, aber nur beim feinen Gliedern wird es nachher interessant. So. So wie da ist jetzt. Da wollen wir schauen, dass wir ein paar Mal machen. Und da möchte ich jetzt drucken. So, da ist eine fertig. Warte, jetzt drehe ich da so um. Dann kann man das da besser sehen. Jetzt machen wir da ganz einen dünnen, original schief. Siehst man, da ist jetzt relativ gleich, aber wenn ich aber da andrücke, dann kann ich es da relativ steuern, dass er mal herinnen bleibt. Und was man ganz typisch sieht, zum Beispiel jetzt da, in diesem Fall, da geht es so Brick, da putze ich oben, dass der gerade ist einigermaßen. Ich kann aber das Stück auch verwenden, mit dem deckt man trotzdem auch. Das putzt man auch gleich, da aber sauber ist. So, siehst du. Wir haben da schon den ersten, der ist auch schon fertig, den können wir da auch dazu legen. So, und die werden da zugelegt. Jetzt kommt der an. Da muss ich jetzt festdrucken, weil muss ich so herdrucken, das dickere, dass da Zug reinspringt. Weil ich möchte schauen, dass ich da 3 rausbringe, dass wirklich schiefer sind. Und da muss man wirklich mit viel Gewalt da herdrucken, dass uns da schon reingeht. Jetzt wieder reingesprungen ist.
Ja, da vorne fällt wieder ein Stück an, na wurscht. Wieder da drauf, Haffi. Und das erste Backel ist fertig. Wieder jetzt mit Draht zusammenbauen. Und so wird er gelagert. So bleibt sie nachher 1, 2 Jahre liegen. Die Mineraldrogen nicht auseinander. Und wo? Unter Dach. Unter Dach, Unter Dach im Schatten, wenn es geht. Nicht auf der Sonne. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Aussteiger, ne? Die machen einen anderen Biers. Die Burgengang, der deckt auch wieder komplett anders. Die Niederösterreicher haben eine andere Bedeckung dort. Die Südtiroler Fresher Zirkussteier, das kommt auch wieder aus. Ne? Die haben ja nicht nur Ort, ne? Das sind die mehr Decken. Die hätten das Betrieb eigene